Herzlich willkommen zurück hier in der Bluna und hier in Norwegen. So, schauen wir mal gerade nach. So, alles läuft wie gewünscht. Den Ton rüber. Ja, wenn ihr neu seid, hier lasst mir doch gerne ein Abo da. Ich bin auf dem Weg zu 1000 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn auch du einer davon bist. So. So, ihr Lieben, ich habe die Software 2024.44.25.2 reinbekommen auf dem Tesla hier. Das ist wohl das sogenannte Holiday Update. Und da schauen wir doch mal, was hier jetzt Neues in den Softwareversionshinweisen steht. Apple Watch mit Tesla für die Apple Watch koppeln Sie Ihre Uhr als Schlüssel und können damit Ihr Fahrzeug entsperren oder verriegeln, ohne jemals einen Knopf zu drücken. Ah ja, da kann man jetzt also auch seine Apple Watch nutzen. Habe ich leider keine. Also für mich uninteressant. Gehen wir auf den nächsten Punkt. Mobile App Dashcam Anzeige. Mobile App Dashcam Anzeige. Sehen Sie sich Dashcam und Wächtermodus Clips direkt auf Ihrem Handy an und speichern Sie sie. Zuerst stellen Sie sicher, dass die Einstellung Kamera in der mobile App Anzeigen auf dem Touchscreen aktiviert ist unter Fahrzeugsicherheit. Dann gehen Sie in der mobilen App zu Sicherheit Dashcam Anzeige. Clips sind Ende zu Ende verschlüsselt und können nicht von Tesla eingesehen werden. Voraussetzung für die Funktion ist die mobile App Version 4.39.5 für iOS sowie oder höher sowie Premium Konnektivität. Also das soll dann unter Fahrzeugsicherheit müssen wir gucken, dass die Einstellung Kamera in der mobilen App Anzeigen aktiviert ist. Dann gehen wir mal rein, Fahrzeugsicherheit. So, wo finden wir das? Kamera der mobilen App Anzeigen ist schon aktiviert. Wunderbar. Dann sollte das theoretisch ja funktionieren in der Tesla App. Ich gehe mal auf meinem Handy in die Tesla App. Wächtermodus ist aktiviert, steht da sogar. Da ist jetzt eine neue. Hier steht neueste Clips anzeigen. Das kann ich euch ja gerade mal zeigen, denke ich hier. Da steht, ist aktiviert und neueste Clips anzeigen von Dashcam gespeichert. Klicke ich mal da drauf. Müsste dann, ja, cool. Und da lädt er jetzt die Clips hier rein. Wunderbar. Und dann klicken wir mal auf den ersten hier. Was gibt es denn da Schönes zu sehen? Ja, spannend. Ja Mensch, dann funktioniert das jetzt auch in der App. Das finde ich ja mega. Das ist eine super tolle neue Funktion, die dazugekommen ist. Mega. Super duper. Das gefällt mir. So, dann schauen wir mal, was gibt es denn noch Neues? Ankunftsenergievorgabe. Sie können jetzt einen bevorzugten Batterieladezustand festlegen, wenn Sie Ihr Ziel erreichen. Höher, wenn Sie mehr Ladung wünschen, oder niedriger, wenn Sie eine schnellere Ankunft bevorzugen. Der Routenplaner wird Ihre Route entsprechend anpassen und empfohlene Ladehaltestellen sowie deren Dauer hinzufügen oder ändern. Wählen Sie in den detaillierten Navigationsliste des Fahrzeugs die Option Ankunftsenergievorgabe für Ihr Endziel aus.
Hallo Marvin, ich liebe Tesla. Wunderbar. Bist du ja hier richtig. Ja. Also wählen Sie detaillierte Navigationsliste des Fahrzeugs, die Option Ankunftsenergievorgabe für Endziel aus. Das müsste dann eigentlich in den Navigationssachen sein. Dann gehe ich mal hier rein. Ich sag mal, wir navigieren mal zu Burger King. Und dann muss ich, denke ich mal, hier unten klicken. Ankunftsenergie, ja, okay. Ah ja, dann kann ich ihm jetzt sagen, mit wie viel Energie ich ankommen will. Ich will mit 95% ankommen. Da muss ich zwischendurch bestimmt laden, weil ich habe ja jetzt nur noch 73 drin. Ja, dann lässt er mich unterwegs laden. Okay. Ankunftsenergievorgabe. Ja, das ist ja nice. Das gefällt mir auch sehr gut. Dass das jetzt rechts abbiegen, um auf Wartburg. Dass das jetzt möglich ist. Ja, eine weitere super tolle Neuerung. Sehr schön. So, jetzt muss ich wieder in der Versionshinweise zurück. Die sind mir jetzt natürlich weggegangen. So, öffne ich die mal wieder. Dann schauen wir mal. Jetzt machen wir hier Ankunftsenergievorgabe als letztes. Machen wir den nächsten Punkt. Entlang Route suchen. Was steht denn da Schönes? Wenn Sie beim Navigieren nach einem Ort suchen, Café, Fastfood oder andere Zwischenhalter, werden die Ergebnisse jetzt gefiltert, um Optionen entlang Ihrer Route anzuzeigen. Jedes Ergebnis enthält auch eine geschätzte Umwegzeit. Oh, das ist ja auch eine nette neue Neuerung, die dazu gekommen ist. Was haben wir hier noch? Wetter am Zielort. Während der Navigation zeigt Ihr Auto das Wetter am Zielort im Wetter-Pop-up an und informiert Sie über wesentliche Wetterunterschiede zwischen Ihrem aktuellen Standort und Ihrem endgültigen Ziel. Ja, wunderbar. Auch eine schöne Neuerung. Was haben wir noch? Warnung für Querverkehr hinten. Ja, das habe ich vorhin schon gesehen beim Einparken. Dann erscheint dann jetzt hier so roter Streifen an der Seite auf dem Display bei der Kamera. Wenn Sie in den Rückwärtsgang schalten, warnt Ihr Fahrzeug Sie, wenn Sie einen Fußgänger oder ein Fahrzeug, wenn Sie einen Fußgänger oder ein Fahrzeug erkennen, der hinter Ihnen kreuzen, indem die entsprechende Seite im Rückfahrkamerabild in Rot hervorgehoben wird. Sehr schön. Das ist eine tolle Sicherheitsinfo. So, du heißt also Matthias. Nee, ich heiße Matze. Ja, ich heiße Matthias. So, TuneIn, was gibt's da Neues? TuneIn, erkunden Sie das brandneue TuneIn-Radio auf Tesla, immer noch völlig kostenlos und ohne Einrichtung. Mehr als 100.000 Musik, Sport, Nachrichten, Talk, Radiosender sowie 3 Millionen Podcasts, Hörbücher und mehr erwarten Sie. Ah ja, cool, gratis. Auch Podcasts und Hörbücher und so. TuneIn jetzt mit einer neu gestalteten, personalisierten Oberfläche für jedes Fahrerprofil, verbesserte Unterstützung für Sport und Podcasts sowie mit ausführlicheren Senderprofilen. Erfordert Premium-Konnektivität. Ja, wir können ja mal TuneIn öffnen. Da müssen wir hier hingehen. So. So sieht das jetzt neu aus. Okay. Da hat man jetzt hier oben, sehe ich, Kategorien Musik, Podcasts, Sport, Hörbücher, internationale Nachrichten. Hörbücher finde ich ja interessant. Kann man sich jetzt hier also Hörbücher wohl anhören? Interessant, interessant. Da muss ich mich mal damit näher beschäftigen, weil das finde ich ganz gut auf langen Roadtrips und so. Sich dann mal ein Hörbuch reinzuziehen, das wäre ja mega. Gehen wir zurück in die Versionshinweise. Haben wir natürlich wieder geschlossen, warum auch nicht. Gehen wir wieder auf Software, Versionshinweise, öffnen wir sie neu. So, das war TuneIn, dann kommt jetzt ein Lichtspektakel-Update, auch sicherlich interessant. Zeit zu feiern mit den neuesten Lichtspektakeln zur Melodie von Cyber Symphony von Lionel Yu und Ready for Assault von Evgeny Barutska, Barutza. Das kann ich nicht so gut aussprechen, sicherlich. Sie können das Spektakel sofort spielen oder bis zu 10 Minuten im Voraus planen. Entweder auf einem einzelnen Fahrzeug oder synchron mit Freunden, ja, das ging ja bisher auch.
Lichtspektakelfans, so der Bus blendet gut, Lichtspektakelfans können die Innenbeleuchtung steuern, Farblichteffekte hinzufügen und längere individuelle Spektakel erstellen, um ein benutzerdefiniertes Spektakel abzuspielen. Speichern Sie die Spektakelteilnahme im Ordner namens Slideshow auf Ihrem Flash-Laufwerk, verbinden Sie es und treffen Sie Ihre Wahl. Starten Sie das Spektakel über Ihre mobile App Version 4.9.35 erforderlich oder gehen Sie zum App-Launcher, Spielekiste Lichtspektakel auf den Touchscreen Ihres Fahrzeugs. Ja cool, da gibt es also jetzt auch ein neues oder mehrere neue Lichtspektakel, so wie ich das verstehe. Die kann ich ja auch mal noch austesten. Vielleicht machen wir das am Ende dieser Fahrt. Da würde ich mich oben mal auf den Parkplatz stellen und dann einfach mal eines der neuen Lichtspektakel testen. Das wird auch mal nice. Was gibt es dann noch? Kino- und Video-Updates gibt es auch noch. Verwenden Sie die Mediacard, um aktive Videoinhalte, die über den Browser oder das Kino abgespielt werden, zu starten und anzuhalten. Starten Sie vor Ihrer Fahrt ein Video im Browser, um Ihre Lieblingsinhalte unterwegs als Audio zu genießen. Ach ja, das geht jetzt auch. Interessant. So, dann haben wir jetzt hier neuen Menüpunkt Sitzsteuerung. Auch habe ich schon vorhin gesehen im Hauptmenü. Das neue Bedienfeld für die Sitzsteuerung ermöglicht Ihnen, die Position des unbesetzten Beifahrersitzes anzupassen. Gehen Sie zu Fahrzeugsitze. Das machen wir direkt. Fahrzeug. Haben wir jetzt hier Sitze. So, was kann ich machen? Ich kann jetzt hier die Heizung natürlich anschalten. Ah, okay. Aha. Okay, zurück und vor kann ich quasi nur machen am Sitz. Dann bewegt sich jetzt der Beifahrersitz zurück und vor. Obwohl die Lehne geht auch gleichzeitig hoch. Spannend. Hier. Okay. Naja, gut. Da hätte ich jetzt gedacht, dass man da irgendwie vor, zurück und Lehne vielleicht einzeln steuern kann. Aber das ist ja auch ganz gut schon mal so weit, dass es da auch eine Neuerung zu gibt. So. Dann wieder zurück in die Versionshinweise. Als nächsten Punkt haben wir Wartungsübersicht. Wartungsübersicht. Diese Funktion bietet Ihnen einen Überblick darüber, wann häufige Wartungsmaßnahmen zuletzt durchgeführt wurden und empfiehlt, wann sie als nächstes durchgeführt werden sollten. Wartungsprotokolle bleiben im Fahrzeug und auch nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen bestehen und bieten eine Aufzeichnung zuvor durchgeführter Wartungsmaßnahmen für aktuelle und zukünftige Besitzer. Gehen Sie zu Fahrzeugservice Wartung. Interessant, gehen wir doch mal rein. Fahrzeugservice. Und dann haben wir jetzt hier Wartung stehen. Klicken wir drauf. Dann öffnet sich dieses Fenster hier. So, und da stehen jetzt so Sachen wie Reifenwechsel, HEPA-Filter wechseln, Innenraumluftfilter wechseln, Präzisionsreinigung der Windschutzscheibenkamera. Nach Bedarf steht dahinter. Bei Spureinstellungen überprüfen nach Bedarf. Wischblätter austauschen. Das klicke ich mal auf Wischblätter austauschen. Dann öffnet sich dieses Fenster. Dann steht da, die Scheibenwischblätter austauschen und klare Sicht und optimale Reinigungsleistung gewährleisten. Da empfehlen Sie ein Intervall von einem Jahr. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich auf Aufnehmen klicke. Das machen wir jetzt nicht. Spureinstellung und so weiter und so fort. Reifenwechsel, ja. Gut. Da steht dann hier oben auch Gesamtkilometerstand. Interessant. Gehen wir wieder zurück in die Versionshinweise rein. Schauen wir mal, was uns da noch so erwartet. Das war jetzt die Wartungsübersicht. Da haben wir jetzt noch einen Punkt hier. Geringfügige Aktualisierung. Da sind jetzt ja mal geringfügige Aktualisierung aufgezählt. Das finde ich gut. Schauen wir mal. Tippen Sie auf einer beliebigen Point of Interest Seite auf Parkplatz in der Nähe, um eine Wegbeschreibung zu einem nahegelegenen Parkplatz zu erhalten und Ihre Reise bequem zu beginnen. Ah, das ist auch gut. Wenn jemand versucht, während des aktivierten Wächtermodus die Tür oder den Kofferraum zu öffnen, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrer mobilen App. Das finde ich auch eine gute Neuerung. Dann als nächstes beim Überprüfen von Dashcam Videoclips in Ihrem Fahrzeug springt die Ansicht direkt zu dem aufgezeichneten Ereignis. Sehr schön, auch eine gute Erneuerung.
Was haben wir als nächstes? Die Energieverbrauchsseite der Energie-App wurde aktualisiert, damit Sie Ihren Energieverbrauch der letzten 300 Kilometer anzeigen können. Auch okay. Dann weiter beim Navigieren zu einem Supercharger werden Sie bei der Ankunft auf dem Touchscreen über alle Ladeplätze informiert, die derzeit außer Betrieb sind. Sehr schön, wunderbar. Da muss man dann nicht immer gucken und fährt dann ran an eine Supercharger-Ladestation und plötzlich funktioniert der nicht. Ne? Sondern kann dann direkt sofort sehen, okay, der funktioniert nicht, da brauche ich erst gar nicht ranfahren. Das gefällt mir. So, was haben wir noch? Mit aktivem Lenkassistent zeigt ein neues Warnsignal an, welche Fahrspuren für den Spurwechselassistenten verfügbar sind. Okay. Dann beim Rückwärtsfahren kann die Lautstärke Ihrer Musik automatisch verringert werden, um Ihnen zu helfen, sich auf das Parken zu konzentrieren. Gehen Sie zu Fahrzeugsicherheit, Lautstärke im Rückwärtsgang verringern. Das habe ich eben schon direkt aktiviert bei mir. Finde ich auch eine gute Neuerung. Und dann als letzter Punkt steht da, kleinere Korrekturen und Leistungsverbesserungen wurden implementiert. Ja Mensch, das ist doch mal ein ordentliches Update von Tesla. Ja, und davor kam die 2024-44.3 mit geringfügigen Aktualisierungen. Also hier eine Menge neue Neuerungen, die sich da jetzt hier auf meinen Tesla aufgespielt haben. Ich packe euch jetzt vorne ran wieder. So, an die Windschutzscheibe, ihr Lieben, denn jetzt geht unsere Fahrt los wieder. Jetzt fahren wir zurück und dann spielen wir noch mal eine der neuen Lightshows ab. Ich gucke auch noch mal gerade hier rein ins Menü. Lichtspektakel ist ja in der Spielekiste. Lichtspektakel planen. So, dann haben wir jetzt diese Cyber-Symphonie dort und Ready for Assault. Okay, das sind wohl die zwei neuen. 1 Minute 29, 1 Minute 32. Die können wir ja dann mal abspielen. Aber jetzt fahren wir erstmal zurück. Und dann werde ich vielleicht mal unterwegs auf einem Parkplatz einfach anhalten, wo wir das dann vielleicht gut abspielen können. Na? Alles klar. Okay, genießt erstmal die Fahrt. Willkommen an Bord der MS Luna. So, Reifendruck ist okay. Seit der letzten Ladung 59 Kilometer gefahren, 9 Kilowattstunden verbraucht und 153 Wattstunden war der Schnitt pro Kilometer. Haben wir Verbrauch pro Kilometer. So. Mal wieder on the road. Fernlicht geht auch an. Wunderbar. Lasst doch gern ein Abo da, würde mich freuen, wenn wir demnächst die 1000 Abonnenten knacken können. Ja, wenn ihr noch Fragen habt hier, zum Beispiel zu dem Software-Update, was ich eben vorgelesen habe und so weiter, haut gerne in die Tasten, schreibt in den Chat oder hinterlasst einen Kommentar, falls ihr das Video im Nachhinein schaut. Ich beantworte alle Kommentare. Auch Fragen zu anderen Dingen. Immer rein damit. So.
hallo Matze, kann ich bei dir angeln und übernachten? Ja, Sigi, kannst du gerne machen. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es hier jede Menge und Angelmöglichkeiten auch. Kann ich dir gern behilflich sein, was zu finden. Also, wo kommst du her? Wie geht's, wie steht's? Was machst du so am Sonntagabend? Danke fürs Einschalten. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid. Würde mich freuen, dich unter einem meiner ersten 1000 Abonnenten begrüßen zu dürfen. Bin immer bei Stavanger oben. Komme aus Thüringen. Ah, okay, Stavanger, ja. Ah, da fahren viele hin. Also auch schön da unten. Jetzt fährst du gerade hier bei Hörster mit. Hörster-Wolda in Sünnmöhre. In der Großregion Ornesund. So, ich denke mal, ich habe mir schon überlegt, wo wir uns hinstellen können und das Lichtspektakel abspielen können. Ja, wie oft bist du denn so in Norwegen, Sigi? Regen, 5 Grad haben wir jetzt. Und dunkel, 16:30 Uhr bereits. Ende Dezember dreht die Sonne wieder und die Tage werden langsam heller zum Glück.
können wir aber wann anders noch machen. Mache ich dann einen extra Stream für. Vielleicht mal unter der Woche an einem Abend, falls es jetzt zu feucht ist, um draußen zu stehen. Mehrere Kameras blockiert oder geblendet, sagt er jetzt. Nächstes Wochenende bin ich auch wieder live auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich sage niemals auf jeden Fall, aber ist geplant zumindest. Planmäßig. Wenn das Wetter mitspielt und alles, geht es dann auf einen kleinen Roadtrip wieder das Wochenende über. Wohin steht noch nicht fest. Das machen wir mal vom Wetter abhängig. Ja, nicht im Regen stehen die ganze Zeit. Schauen wir mal, wie sich das Wetter so entwickelt im Laufe der Woche. Ob es im Westen, Osten, Süden, Norden eher am trockensten ist. Schnuckeliger Weihnachtsmarkt in Wartal. Kumpelbesuch, da war ich lange nicht mehr. So, der Regen wird nicht weniger auf jeden Fall, er wird eher mehr. Leider. Transport. Moin, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Alles fit. Einen schönen zweiten Advent wünsche ich dir. Jetzt regnet es sich hier ein bisschen ein, leider. Trotzdem. Ja, danke. Katzbock, danke, danke. Das wünsche ich dir auch, wie gesagt.
da lässt. Und wer am Anfang noch nicht eingeschaltet hatte, da bin ich die Software-Versionshinweise durchgegangen von der neuen Software vom Weihnachts-Holiday-Update hier auf meinem Tesla mit den neuen Funktionen. Es ist wieder einiges Neues hinzugekommen. Könnt ihr euch gerne am Anfang dieses Streams nochmal anschauen, wenn ihr interessiert. Trocken ist, werden wir gleich nochmal die 2 neuen Lichtspektakel testen. Schauen wir mal, was Tesla da für 2 neue Lichtspektakel-Songs aufgespielt hat.
gucken. Wir fahren Richtung Österreich weiter. Durch die Tunnel. Tunnel Nummer 1. Abbiegen. Naja. Machen wir das. Die nächste ist das erst. Da habe ich mich vertan hier. Und das Lichtspektakel starten. Jawohl. Gut. Gehen wir mal rein
Spielkiste Lichtspektakel planen. Handystöpseln wir schon ab. Dann wollen wir auf jeden Fall eins von den Lichtspektakeln abspielen. So, Lichtspektakel planen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir die Cyber Symphonie oder Ready for Souls? Ich glaube, wir nehmen die Cyber Symphonie. Ich hoffe, das gibt keine. Ja. Was steht denn hier? Jetzt Bewegen von Ladeanschluss, Spiegeln, Fenstern und Kofferraum. Wollen wir das mitmachen? Ja, machen wir das mal mit. Regnet ja gerade nicht, dann wird es wohl auch nicht hier reinregnen. Lautstärke kann man eigentlich ein bisschen runterdrehen, denke ich mal. Machen wir mal so. Und starten jetzt sofort. Ja, und dann bestätigen. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus, um das Lichtspektakel zu starten. So, meine Handyschlüssel muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann. So. Schauen wir mal, was die Bluna so macht. Guckt euch mal den Bildschirm drin an. Der flackert auch in verschiedenen Farben. Das hatte ich auch noch nicht gesehen vorher. Das ist, glaube ich, neu. Und jetzt geht der Kofferraum auf. Und gleich wieder zu. Ja, das dürfte es gewesen sein, oder? Ja. Gut. Kurz und schmerzlos. Das war eins der zwei neuen Lichtspektakel. Da können wir uns das zweite ja vielleicht auch direkt reinziehen. Das geht ja relativ schnell. Jetzt machen wir die Lautstärke noch ein bisschen höher. So. Das ist dann das Ready for Assault gewesen. Das dauert 1,32, ungefähr genauso lange. Und jetzt sofort starten. Schwupps. Und dann schnell raus hier.
Ja, da geht der Kofferraum wieder zu und die Ladeklappe. Das waren die 2 neuen Lichtspektakel, die mit diesem Update gekommen sind. Stöpsel ich euch mal wieder an. Und dann fahren wir jetzt das letzte Stückchen der Strecke bis nach Hause. Und dann war es das für heute hier. Live aus Norwegen. So, auf geht's. So. Unterseetunnel, den Eichsundtunnel, 8 Kilometer lang circa. Hi Sanja, schön, dass du da bist. Lange nicht gelesen. Vielen Dank, dass du einschaltest. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dir geht's gut, Sanja. Mensch, seid ihr auch da? Schön, dass ihr da seid. Wir fahren jetzt in einem Unterseetunnel hier. Falls ihr das Lichtspektakel verpasst habt, könnt ihr es ja gerne nochmal anschauen. Da müsst ihr noch ein bisschen zurückspulen, die letzten 4-5 Minuten. Da habe ich die 2 neuen Lichtspektakel, die hier auf meinen Tesla mit diesem Update gekommen sind, ausgetestet. Und für die Interessierten habe ich ganz am Anfang dieses Streams einfach zurückspulen an den Anfang. Die Versionshinweise und alle Neuerungen, die jetzt dazugekommen sind bei diesem Update, bin ich dann durchgegangen. Ja, Sanja, ja, hab vorhin nicht bemerkt, dass du live bist. Hab bei Peter geschaut. Ja, okay. Ja, Peter war auch live. Ja, habe ich auch erst bemerkt, nachdem ich eh schon live war. Da unten in Endingen. Ja, bei mir gut. Hoffe dir auch. Ja, alles gut soweit. War ein bisschen nervig so die letzten Wochen mit diesem ganzen Gederne. Jetzt noch bis Donnerstag, dann habe ich es hoffentlich hinter mir, wenn ich die theoretische Prüfung bestehe. Dann ist alles gut. Ja. Nächste Woche, für die es noch nicht mitbekommen haben, nächstes Wochenende werde ich sehr wahrscheinlich einen Roadtrip machen mit Livestream. Also schaltet dann gern wieder ein. Drückt gerne auf die Glocke und drückt auf alle. Dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen. So, Patrick schreibt, dieser Stream hat wieder einen Chromfehler hochkant. Ja, Patrick, ich weiß, dir gefällt das nicht. Aber Marvin, willkommen zurück, oder vielleicht warst du weiterhin dabei die ganze Zeit. Ja. Vielleicht mache ich nochmal ein normales Video von den Lichtspektakeln und lade es extra hoch. Sehr. Ach, spazieren, ja. Naja, stimmt. Ich hoffe, du hattest einen guten Spaziergang. Patrick, ja, mal
Ganze. Ein Smartphone kann man problemlos drehen. Ein Monitor oder TV leider nicht. Aber es gibt Monitore, die kann man drehen, auch TVs. Müsstet ihr mal ein bisschen moderneres Gerät zulegen, Patrick. Es gibt nämlich Fernseher, die sind extra dafür ausgelegt sogar. Um so TikTok-Gedöns und sowas auf dem Fernseher anzuschauen. Fortjähriges Quiefstunnel, nein, Eichsundtunnel. Eichsundtunneln. Ja, oder du musst dich drehen, Patrick. So weit kommt's noch. Ja. Man muss mit der Zeit gehen, Patrick. Grad hier im Tunnel, deutlich wärmer als eben noch draußen. Ja, hat der Peter aufgehört zu streamen oder wie? Dass ihr jetzt alle hier bei mir vorbeischaut. Soll ich noch ein bisschen weiter mit euch rumfahren? Ich bin ja eigentlich bald zu Hause, wollte den Stream beenden. Aber jetzt ist ja dunkel, jetzt sieht man eh nicht so viel. So, Stream gerade schlecht. Patrick, die Zeit heißt Breitbild und kein Schmalbild. Ja, Peter hat den Stream beendet, okay. Jetzt sind wir hier in Eichsund. Hier wollte ich eigentlich auch schon immer mal hier rechts reinfahren und mich umschauen. Aber dann lieber in der Helligkeit als im Dunkeln. Da gibt es auch noch Möglichkeiten, wandern und spazieren zu gehen. Noch ein paar neue Ecken erkunden, spazieren gehen kann. Ja. Wer von euch muss morgen wieder mal losen gehen, so wie ich? Morgen muss ich arbeiten, dann habe ich wahrscheinlich 2 Tage frei zum Lesen und Lernen. Dann habe ich meine theoretische Prüfung zum Berufskraftfahrer. Dann ist dieser ganze Kladderadatsch hoffentlich hinter mich gebracht. Freitag wieder normal an die Arbeit. Ja. Und ab Januar dann muss ich irgendwann Minibus fahren an der Arbeit. Deutlich mehr Watchtime als mit denen im Querformat. Also ich würde gerne meine Watchtime erreichen, die ich erreichen muss, dass ich fragen darf, falls du das hier im Chat sagen möchtest oder zumindest vielleicht die ungefähre Branche oder so. Wenn nicht, kannst du mir ja mal privat schreiben, falls du möchtest.
andersrum, dass es im Querformat mehr Leute anlockt, aber naja, so ist es halt. Deswegen werde ich beides machen, aber so richtige schöne Roadtrips, die dich ja auch hauptsächlich interessieren, Patrick, die finden natürlich im Querformat statt. Aber jetzt mal so kurze Ausfahrten oder wenn ich hier sowas zeigen will in meinem Tesla und so, das muss ja nicht unbedingt im Breitformat sein. Jalla, jalla, Zug, Zug, guten Abend der Herr, jalla, jalla, Zug, Zug, interessanter Nickname, schönen guten Abend zurück. Wo kommst du her? Was führt dich zu mir? Schon ein Abo dagelassen? Das würde mich sehr freuen. Ja, das heißt, viele gucken nur mit dem Smartphone, nur ein kleines Bild. Yep. Das machen viele. Ich weiß gar nicht, ich habe mal gelesen, irgendwo Statistik, aber wirklich die Vielzahl guckt auf dem Handy. So ist es leider. Die Leute haben echt doch keine Ahnung von Qualität mehr. Ja. Stimme ich dir ja zu, Patrick. Hast du ja vollkommen recht. Und wenn ich deutlich über die 1000 Abonnenten drüber komme, dann werde ich, glaube ich, auch nur noch hauptsächlich im Querformat, außer vielleicht mal so spezielle Streams von zu Hause oder so, dass ich die mal im Hochformat mache. Oder halt, wie gesagt, so kurze. Ja, aber es ist halt leider so. Mal schauen. Aber so Roadtrips und so, wie gesagt, natürlich im Querformat, da macht es auch mehr Sinn. Da ist der Bildausschnitt viel besser für eine Autofahrt als im Hochformat. Ja, jalla, jalla, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Bist du noch da? Patrick, die Leute haben, ja eben, ja. Oder eventuell halt beides anbieten. Aber da müsste ich mir noch ein anderes Streaming-Handy zusätzlich zulegen, sodass ich 2 Streams gleichzeitig laufen lassen kann. Weil mein normales Handy brauche ich dann für Telefonate und so auch. Das hatte ich ja mal eine Zeit lang gemacht, dass ich das benutzt habe, um einen zweiten Stream laufen zu lassen gleichzeitig. Aber das kommt dann in Konflikt mit, wenn ich mal telefonieren will, beziehungsweise auch den Handyschlüssel. Ja, das kann ich dann nicht im Auto haben, während ich das Auto verlasse, weil da der Handyschlüssel quasi darauf aktiviert ist. Ne, das kostet doch auch, ja, solange ich mein Datenvolumen nicht übersteige, ist das wurscht. Momentan komme ich monatlich sehr gut klar mit meinem Datenvolumen. Jetzt im Sommer und Mai und so, wo ich ja viele Roadtrips gemacht habe mit Livestream, da wurde das dann schon eher mal knapp. Und ja, im Sommerurlaub und so, ich glaube, da bin ich über die Gigabyte im Ausland drüber gekommen, in Schweden damals. Aber sonst komme ich da eigentlich mit gut klar. Von daher kostet es mich nicht mehr, aber ich habe natürlich jetzt diesen hohen Datentarif genommen, weil ich ja live streamen möchte. Ansonsten so privat bräuchte ich das gar nicht, so viel Daten natürlich. So, fahren wir mal kurz hier ein bisschen durchs Industriegebiet in Drax und Nürburg. Hier ist eine Autowerkstatt. Hier hat die Post ihr Lager, Zentrallager hier in der Umgebung, wo die Post ausgeliefert wird. Das bedeutet doch zweiter Vertrag. Nee, du kannst ja 2 Karten auf einen Vertrag haben. Quasi nochmal eine Datensim, die über den gleichen Vertrag läuft quasi. Die kostet dann nur 3 € oder so im Monat. Und
dafür nutzt du quasi die Daten, die du hast, mit von deinem Hauptvertrag, von deiner Hauptkarte. Gibt es auch in Deutschland auch Zwillingskarte oder wie das heißt da, oder Datensim-Karte. Hat auch der Peter auch für mehrere, für seine ganze Familie. Das läuft auch alles über seinen Hauptvertrag. Habe ich ja jetzt die ganze Zeit schon so. Ich habe ja meinen Hauptvertrag im Handy und dann habe ich hier mein Streaming-Handy, über den der Stream gerade läuft. Ja, und da quasi läuft das, geht das von den gleichen Datenvolumen, den gleichen Gigabytes ab. Fahren wir mal hier rechts rüber. Ich kann mal raus. Fjord und Meer irgendwo am Ende der Straße gucken. Ja, was macht ihr noch heute so am Sonntagabend, am 2. Advent? Noch irgendwelche spezielle Sachen vor? Habt ihr schon Plätzchen gebacken? Hausfestlich geschmückt? Seid ihr schon bereit für Weihnachten und in Weihnachtsstimmung? Mich juckt Weihnachten ja eigentlich nicht so. Ich mag das eigentlich alles gar nicht so, aber ich mache es natürlich mit. Ja, fahren wir hier raus und hoch. Einmal hoch und rum. Fahren wir hier hoch statt links. 10 Grad sind es hier, sagt er. Oh, Wahnsinn. Vorhin in Örstau waren es 2 Grad. 8 Grad Unterschied, auch nicht schlecht. Ja, hier kann man rüber gucken. Auf die Lichter. Was dürfte das sein? Leinöl oder so. Schätze ich doch mal. Hier stehen ein paar neue Häuschen. Kann man hier runterfahren? Ne, kann man nicht, aber hier kann man runter gucken. Ja, auch nicht so spannend. Bei Tag sicherlich interessanter. Hier sind schöne neue Häuser, aber hier kann man auch gar nicht durch. Ich dachte, hier könnte man einmal komplett durch, aber nee. Wir müssen da hier wenden. Oh, die haben ihr Haus ordentlich geschmückt hier. Stativ geschmückt auch, beleuchtet. Da bringen sie es gerade noch an der Tür. Schön. Das hier sind Wohnungen für ältere Menschen. Und weiter unten ist das Altersheim. Sonntag. Gerade überlegt, ob ich noch was brauche aus dem Supermarkt, aber der hat ja sonntags nicht geöffnet. Daher erledigt sich die Frage auch. Muss ich hier essen, was der Kühlschrank noch hergibt. Muss ich mir heute Abend noch Schönes machen. So, hier ist der Baum vom Altersheim beleuchtet. Ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch, ich verabscheue mich von euch. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt nächstes Wochenende auch Zeit, dass wir dann mal zusammen stehen zwar ein paar aus.
sie zu haben. Ich weiß gar nicht, warum hier Autos stehen. Wahrscheinlich werden hier Geheimgeschäfte. Oder ist der Supermarkt heute offen, weil Dezember ist? Nee, ist nicht offen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch Zeit habt, am Wochenende wieder einschaltet, wenn es auf Roadtrip geht. Ich denke mal, ich werde das vorher noch einstellen auf YouTube. Ja, wünsche euch noch einen schönen Adventssonntag. Und dann sehen wir und hören uns wieder und lesen uns wieder. Spätestens, denke ich mal, nächstes Wochenende. Und wer mich noch nicht abonniert hat, lasst doch gerne ein Abo da. Und wer noch nicht geliked hat, lasst doch bitte ein Like da, das würde mich sehr freuen. So, irgendwie wird mir der Chat gar nicht mehr eingeblendet. Warum denn das jetzt? Das ist ja mal wieder super. Hat er einfach mittendrin aufgehört, den Chat einzublenden. Das ist ja geil. Sorry, ich dachte, es schreibt keiner was. Mal gucken, was ihr noch geschrieben habt. Mir unverständlich. Die Leute, keine Ahnung von Quetman, das hatte ich noch gelesen. Das kostet doch auch, bedeutet doch zweiter Vertrag. Nee, kein zweiter Vertrag. Ist ein Vertrag, wie gesagt, nur mit einer extra SIM-Karte für nochmal 3-4 Euro. LKW. Gerhard, hallo Gerhard. Nein, kein LKW. Tesla. Sanja, nee, habe ich auch noch nichts gemacht. Das weiß ich leider nicht mehr, worauf sich das bezieht. Patrick, bei mir ist Weihnachten schwierig mit meiner Mutter, ja. Das wissen wir. Patrick, ich wünsche dir trotzdem schöne Adventszeit. Hallo Gerhard, nein Tesla, ja. Gerhard, nein Tesla Model Y. Rico, hallo Rico. Wunderschönen guten Abend, Rico. Matze und alle einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch, Patrick. Dela, hi, hi. Wie geht's, wie steht's? Sanja, oh schon, wünsche euch allen einen schönen Abend und danke Matze für die Fahrt. Ja, gerne Sanja. Ja, Sanja, hast leider spät eingeschaltet, sonst hättest du mehr davon gehabt. Aber du kannst ja im Nachhinein nochmal anschauen. Ah, ob schon Plätzchen gebacken? Nee, hast du noch nicht, ja. Ja gut, ich wünsche euch was. Irgendwie geht das Licht als an und aus hier, merkwürdig. Das Matrix LED sehe ich gerade. Kann sich hier scheinbar nicht entscheiden wegen dem Auto dort. Wenn ich es so mache, kann er sich dann besser entscheiden. Bleibst du jetzt aus? Ja, jetzt bleibt er aus. Gut, ihr Lieben. Hey, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus Norwegen. Ciao, ciao.